Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video. Heute lernen wir die trennbaren und untrennbaren Verben im Deutschen, ein sehr wichtiges Thema, wenn man Deutsch spricht oder schreibt. Am Ende des Videos vergleichen wir außerdem, wie man diese Verben im Präsens, Perfekt und Präteritum verwendet. Bleibt also dran, es wird spannend und sehr lehrreich. Los geht's! Trennbare Verben im Präsens. Regel: Das Präfix wird abgetrennt und steht am Ende des Satzes im Präsens. Beispiele: Ich stehe um 7 Uhr auf. Ich stehe um 7 Uhr auf. Sie ruft ihren Freund an. Sie ruft ihren Freund an. Wir machen die Tür zu. Wir machen die Tür zu. Ich stehe um 6 Uhr auf, Verb aufstehen. Die Regel: Das Präfix steht immer am Satzende. Singular: Ich stehe auf. Du stehst auf. Sie stehen auf. Er, sie, es steht auf. Plural: Wir stehen auf. Ihr steht auf. Sie stehen auf. Wann stehst du auf? Wann stehst du auf? Stehst du um 6 Uhr auf? Stehst du um 6 Uhr auf? Ich stehe um 9 Uhr auf. Ich stehe um 9 Uhr auf. Ich komme um 9 Uhr an. Verb ankommen. Singular: Ich komme an. Du kommst an. Sie kommen an. Er, sie, es kommt an. Plural: Wir kommen an. Ihr kommt an. Sie kommen an. Der Bus kommt in 5 Minuten an. Der Bus kommt in 5 Minuten an. In 40 Minuten komme ich zu Hause an. In 40 Minuten komme ich zu Hause an. Ich rufe dich morgen an. Verb anrufen. Singular: Ich rufe an. Du rufst an. Sie rufen an. Er, sie, es ruft an. Plural: Wir rufen an. Ihr ruft an. Sie rufen an. Um 10 Uhr ruft er seinen Kollegen an. Um 10 Uhr ruft er seinen Kollegen an. Der Mann ruft einen Freund an. Der Mann ruft einen Freund an. Kannst du mich heute Abend anrufen? Kannst du mich heute Abend anrufen? Ich hole dich ab. Verb abholen. Singular: Ich hole ab. Du holst ab. Sie holen ab. Er, sie, es holt ab. Plural: Wir holen ab.
Ihr holt ab. Sie holen ab. Holst du mich am Bahnhof ab? Holst du mich am Bahnhof ab? Ich hole dich vom Bahnhof ab. Ich hole dich vom Bahnhof ab. Kannst du mich um 18 Uhr abholen? Kannst du mich um 18 Uhr abholen? Der Zug fährt um 7 Uhr ab. Verb abfahren. Singular. Ich fahre ab. Du fährst ab. Sie fahren ab. Er, sie, es fährt ab. Plural. Wir fahren ab. Ihr fahrt ab. Sie fahren ab. Wir fahren heute Abend ab. Wir fahren heute Abend ab. Sie fahren morgen nach Spanien ab. Sie fahren morgen nach Spanien ab. Der Zug ist gerade abgefahren. Der Zug ist gerade abgefahren. Morgen gehe ich einkaufen. Verb einkaufen. Singular. Ich kaufe ein. Du kaufst ein. Sie kaufen ein. Er, sie, es kauft ein. Plural. Wir kaufen ein. Ihr kauft ein. Sie kaufen ein. Ich muss schnell einkaufen gehen. Ich muss schnell einkaufen gehen. Ich kaufe bei Edeka ein. Ich kaufe bei Edeka ein. Sie hat im Kaufhaus eingekauft. Sie hat im Kaufhaus eingekauft. Ich lade dich ein. Verb einladen. Singular. Ich lade ein. Du lädst ein. Sie laden ein. Er, sie, es lädt ein. Plural. Wir laden ein. Ihr ladet ein. Sie laden ein. Hans hat Freunde zum Grillen eingeladen. Hans hat Freunde zum Grillen eingeladen. Lädst du mich zu deiner Hochzeit ein? Lädst du mich zu deiner Hochzeit ein? Ich bringe einen Salat mit. Verb mitbringen. Singular. Ich bringe mit. Du bringst mit. Sie bringen mit. Er, sie, es bringt mit. Plural. Wir bringen mit. Ihr bringt mit. Sie bringen mit. Bringst du einen Kaffee mit? Bringst du einen Kaffee mit? Ich komme zu deinem Geburtstag und bringe Geschenke mit. Ich komme zu deinem Geburtstag und bringe Geschenke mit. Ich besuche euch morgen und bringe meinen Sohn mit. Ich besuche euch morgen und bringe meinen Sohn mit. Am Abend sieht er fern. Verb Fernsehen. Singular.
Ich sehe fern. Du siehst fern. Sie sehen fern. Es sieht fern. Plural. Wir sehen fern. Ihr seht fern. Sie sehen fern. Er sieht jeden Tag etwa eine Stunde fern. Er sieht jeden Tag etwa eine Stunde fern. Siehst du noch ein bisschen fern? Siehst du noch ein bisschen fern? Am Abend sieht sie fern. Am Abend sieht sie fern. Sie fängt der Arbeit an. Verb anfangen. Singular. Ich fange an. Du fängst an. Sie fangen an. Es fängt an. Plural. Wir fangen an. Ihr fangt an. Sie fangen an. Der Deutschkurs fängt um 14 Uhr an. Der Deutschkurs fängt um 14 Uhr an. Der Unterricht fängt um 13 Uhr an. Der Unterricht fängt um 13 Uhr an. Ich steige in den Bus ein. Verb einsteigen. Singular. Ich steige ein. Du steigst ein. Sie steigen ein. Es steigt ein. Plural. Wir steigen ein. Ihr steigt ein. Sie steigen ein. Sie steigt in den Zug ein. Sie steigt in den Zug ein. Ich steige im Marktplatz ein. Ich steige im Marktplatz ein. Wir steigen in das Flugzeug ein. Wir steigen in das Flugzeug ein. Wann steigen wir aus? Verb aussteigen. Singular. Ich steige aus. Du steigst aus. Sie steigen aus. Es steigt aus. Plural. Wir steigen aus. Ihr steigt aus. Sie steigen aus. Ich steige an der nächsten Haltestelle aus. Ich steige an der nächsten Haltestelle aus. Sie steigt am Bahnhof aus. Sie steigt am Bahnhof aus. Er steigt aus dem Auto aus. Er steigt aus dem Auto aus. Wo steigen wir um? Verb umsteigen. Singular. Ich steige um. Du steigst um. Sie steigen um. Es steigt um. Plural. Wir steigen um. Ihr steigt um. Sie steigen um. Wir müssen in Berlin umsteigen. Wir müssen in Berlin umsteigen. Sie steigt in Frankfurt um. Sie steigt in Frankfurt um. Er steigt in einen anderen Zug um. Er steigt in einen anderen Zug um.
Ich schalte den Fernseher ein. Verb einschalten. Singular. Ich schalte ein. Du schaltest ein. Sie schalten ein. Er, sie, es schaltet ein. Plural. Wir schalten ein. Ihr schaltet ein. Sie schalten ein. Ich schalte das Licht ein. Ich schalte das Licht ein. Sie schaltet den Computer ein, um zu arbeiten. Sie schaltet den Computer ein, um zu arbeiten. Wir müssen die Heizung einschalten, es ist kalt. Wir müssen die Heizung einschalten, es ist kalt. Sie macht die Tür auf. Verb aufmachen. Singular. Ich mache auf. Du machst auf. Sie machen auf. Er, sie, es macht auf. Plural. Wir machen auf. Ihr macht auf. Sie machen auf. Kannst du bitte das Fenster aufmachen? Kannst du bitte das Fenster aufmachen? Er macht das Buch auf. Er macht das Buch auf. Wir machen den Laden um 8 Uhr auf. Wir machen den Laden um 8 Uhr auf. Ich mache das Fenster zu. Verb zumachen. Singular. Ich mache zu. Du machst zu. Sie machen zu. Er, sie, es macht zu. Plural. Wir machen zu. Ihr macht zu. Sie machen zu. Machst du bitte die Tür zu? Machst du bitte die Tür zu? Sie macht die Augen zu. Sie macht die Augen zu. Wir machen den Laden um 20 Uhr zu. Wir machen den Laden um 20 Uhr zu. Ich mache das Licht aus. Verb ausmachen. Singular. Ich mache aus. Du machst aus. Sie machen aus. Er, sie, es macht aus. Plural. Wir machen aus. Ihr macht aus. Sie machen aus. Kannst du bitte den Fernseher ausmachen? Kannst du bitte den Fernseher ausmachen? Sie macht den Computer aus. Sie macht den Computer aus. Wir machen die Musik aus, wenn es spät ist. Wir machen die Musik aus, wenn es spät ist. Ich mache meine Hausaufgaben fertig. Verb fertig machen. Singular. Ich mache fertig. Du machst fertig. Sie machen fertig. Er, sie, es macht fertig. Plural. Wir machen fertig. Ihr macht fertig. Sie machen fertig. Kannst du bitte das Essen fertig machen? Kannst du bitte das Essen fertig machen?
Wir machen alles für die Party fertig. Wir machen alles für die Party fertig. Sie macht das Projekt fertig. Sie macht das Projekt fertig. Sie kommt immer mit seinem Freund. Verb mitkommen. Singular. Ich komme mit. Du kommst mit. Sie kommen mit. Er, sie, es kommt mit. Plural. Wir kommen mit. Ihr kommt mit. Sie kommen mit. Wir kommen gerne mit auf die Reise. Wir kommen gerne mit auf die Reise. Kommst du mit uns ins Kino? Kommst du mit uns ins Kino? Ich komme morgen mit dir zur Schule. Ich komme morgen mit dir zur Schule. Wann kommst du zurück? Verb zurückkommen. Singular. Ich komme zurück. Du kommst zurück. Sie kommen zurück. Er, sie, es kommt zurück. Plural. Wir kommen zurück. Ihr kommt zurück. Sie kommen zurück. Sie kommt nächsten Monat zurück. Sie kommt nächsten Monat zurück. Sie kommen bald zurück. Sie kommen bald zurück. Das Buch gefällt mir. Verb gefallen. Singular. Ich gefalle. Du gefällst. Sie gefallen. Er, sie, es gefällt. Plural. Wir gefallen. Ihr gefällt. Sie gefallen. Gefällt dir die Brille? Gefällt dir die Brille? Hat dir der Anzug gefallen? Hat dir der Anzug gefallen? Das Essen gefällt uns. Das Essen gefällt uns. Das Geschenk gefällt Ihnen. Das Geschenk gefällt Ihnen. Ich empfehle das Restaurant. Verb empfehlen. Singular. Ich empfehle. Du empfiehlst. Sie empfehlen. Er, sie, es empfiehlt. Plural. Wir empfehlen. Ihr empfehlt. Sie empfehlen. Der Großvater empfiehlt seinem Enkel, abzunehmen. Der Großvater empfiehlt seinem Enkel, abzunehmen. Tobias hat seiner Freundin etwas über Sport empfohlen. Tobias hat seiner Freundin etwas über Sport empfohlen. Wir empfehlen das Hotel. Wir empfehlen das Hotel. Er empfiehlt den Film. Er empfiehlt den Film. Ich beginne die Arbeit. Verb beginnen. Singular. Ich beginne.
Du beginnst. Sie beginnen. Er, sie, es beginnt. Plural. Wir beginnen. Ihr beginnt. Sie beginnen. Wann beginnt das Schuljahr? Wann beginnt das Schuljahr? Bei uns in Deutschland hat es vor 2 Tagen begonnen. Bei uns in Deutschland hat es vor 2 Tagen begonnen. Du beginnst das Projekt. Du beginnst das Projekt. Ihr beginnt die Sitzung. Ihr beginnt die Sitzung. Ich erkläre die Aufgabe. Verb erklären. Singular. Ich erkläre. Du erklärst. Sie erklären. Er, sie, es erklärt. Plural. Wir erklären. Ihr erklärt. Sie erklären. Tim erklärt seinem Freund die Regeln des Brettspiels. Tim erklärt seinem Freund die Regeln des Brettspiels. Der Mann hat uns den Stadtplan erklärt. Der Mann hat uns den Stadtplan erklärt. Du erklärst das Problem. Du erklärst das Problem. Sie erklären die Lösung. Sie erklären die Lösung. Ich vereinbare einen Termin. Verb vereinbaren. Singular. Ich vereinbare. Du vereinbarst. Sie vereinbaren. Er, sie, es vereinbart. Plural. Wir vereinbaren. Ihr vereinbart. Sie vereinbaren. Ich würde gerne einen Termin vereinbaren. Ich würde gerne einen Termin vereinbaren. Anna hat vor 3 Monaten einen Termin beim Hautarzt vereinbart. Anna hat vor 3 Monaten einen Termin beim Hautarzt vereinbart. Der vereinbart den Vertrag. Der vereinbart den Vertrag. Ihr vereinbart die Regeln. Ihr vereinbart die Regeln. Ich zerstöre das alte Haus. Verb zerstören. Singular. Ich zerstöre. Du zerstörst. Sie zerstören. Er, sie, es zerstört. Plural. Wir zerstören. Ihr zerstört. Sie zerstören. Die Flut zerstört die ganze Stadt. Die Flut zerstört die ganze Stadt. Wegen des Erdbebens sind viele Infrastrukturen zerstört. Wegen des Erdbebens sind viele Infrastrukturen zerstört. Sie zerstört das Spielzeug. Sie zerstört das Spielzeug. Ich hinterlasse eine Nachricht. Verb hinterlassen. Singular. Ich hinterlasse.
Du hinterlässt. Sie hinterlassen. Sie, es hinterlässt. Plural. Wir hinterlassen. Ihr hinterlasst. Sie hinterlassen. Er hinterlässt seiner Familie ein großes Erbe. Er hinterlässt seiner Familie ein großes Erbe. Sie hat dem Chef schlechte Nachrichten hinterlassen. Sie hat dem Chef schlechte Nachrichten hinterlassen. Du hinterlässt einen guten Eindruck. Du hinterlässt einen guten Eindruck. Ihr hinterlasst den Raum sauber. Ihr hinterlasst den Raum sauber. Ich missverstehe oft die Anweisungen. Verb missverstehen. Singular. Ich missverstehe. Du missverstehst. Sie missverstehen. Sie, es missversteht. Plural. Wir missverstehen. Ihr missversteht. Sie missverstehen. Sie missversteht das Konzept der Verkostung und Prüfung von Lebensmitteln. Sie missversteht das Konzept der Verkostung und Prüfung von Lebensmitteln. Er hat seine Freundin missverstanden und das führte zu einem Kampf. Er hat seine Freundin missverstanden und das führte zu einem Kampf. Er missversteht immer die Fragen. Er missversteht immer die Fragen. Ich verkaufe das Auto. Verkaufen. Singular. Ich verkaufe. Du verkaufst. Sie verkaufen. Sie, es verkauft. Plural. Wir verkaufen. Ihr verkauft. Sie verkaufen. Wir verkaufen die Möbel. Wir verkaufen die Möbel. Er verkauft die Bücher. Er verkauft die Bücher. Du verkaufst das Haus. Du verkaufst das Haus. Ich bezahle meine Rechnungen. Bezahlen. Singular. Ich bezahle. Du bezahlst. Sie bezahlen. Sie, es bezahlt. Plural. Wir bezahlen. Ihr bezahlt. Sie bezahlen. Sie bezahlt für den Einkauf. Sie bezahlt für den Einkauf. Ich bezahle einen Coach. Ich bezahle einen Coach. Trennbare Verben imperfekt. Regel: Das Präfix bleibt mit dem Partizip 2 zusammen. G steht in der Mitte. Beispiele: Ich bin um 7 Uhr aufgestanden. Ich bin um 7 Uhr aufgestanden. Sie hat ihren Freund angerufen. Sie hat ihren Freund angerufen.
Wir haben die Tür zugemacht. Wir haben die Tür zugemacht. Trennbare Verben im Präteritum. Regel: Das Präfix wird im Satz abgetrennt und bleibt am Ende. Beispiele: Ich stand um 7 Uhr auf. Ich stand um 7 Uhr auf. Sie rief ihren Freund an. Sie rief ihren Freund an. Wir machten die Tür zu. Wir machten die Tür zu. Häufige Verben mit auf. Sie macht die Tür auf. Sie macht die Tür auf. Sie hat die Tür aufgemacht. Sie hat die Tür aufgemacht. Sie machte die Tür auf. Sie machte die Tür auf. Ich stehe um 7 Uhr auf. Ich stehe um 7 Uhr auf. Ich bin um 7 Uhr aufgestanden. Ich bin um 7 Uhr aufgestanden. Ich stand um 7 Uhr auf. Ich stand um 7 Uhr auf. Er hört mit dem Rauchen auf. Er hört mit dem Rauchen auf. Er hat mit dem Rauchen aufgehört. Er hat mit dem Rauchen aufgehört. Er hörte mit dem Rauchen auf. Er hörte mit dem Rauchen auf. Pass auf den Verkehr auf. Pass auf den Verkehr auf. Ich habe auf den Verkehr aufgepasst. Ich habe auf den Verkehr aufgepasst. Ich passte auf den Verkehr auf. Ich passte auf den Verkehr auf. Wir räumen das Zimmer auf. Wir räumen das Zimmer auf. Wir haben das Zimmer aufgeräumt. Wir haben das Zimmer aufgeräumt. Wir räumten das Zimmer auf. Wir räumten das Zimmer auf. Häufige Verben mit an.
Ich rufe meinen Freund an. Ich rufe meinen Freund an. Ich habe meinen Freund angerufen. Ich habe meinen Freund angerufen. Ich rief meinen Freund an. Ich rief meinen Freund an. Der Unterricht fängt um 9 Uhr an. Der Unterricht fängt um 9 Uhr an. Der Unterricht hat um 9 Uhr angefangen. Der Unterricht hat um 9 Uhr angefangen. Der Unterricht fing um 9 Uhr an. Der Unterricht fing um 9 Uhr an. Wir schauen einen Film an. Wir schauen einen Film an. Wir haben einen Film angeschaut. Wir haben einen Film angeschaut. Wir schauten einen Film an. Wir schauten einen Film an. Ich habe einen Pullover an. Ich habe einen Pullover an. Ich habe einen Pullover angehabt. Ich habe einen Pullover angehabt. Ich hatte einen Pullover an. Ich hatte einen Pullover an. Sie bietet Hilfe an. Sie bietet Hilfe an. Sie hat Hilfe angeboten. Sie hat Hilfe angeboten. Sie bot Hilfe an. Sie bot Hilfe an. Häufige Verben mit ein. Ich steige in den Bus ein. Ich steige in den Bus ein. Ich bin in den Bus eingestiegen. Ich bin in den Bus eingestiegen. Ich stieg in den Bus ein. Ich stieg in den Bus ein. Wir kaufen Lebensmittel ein. Wir kaufen Lebensmittel ein. Wir haben Lebensmittel eingekauft. Wir haben Lebensmittel eingekauft.
Wir kauften Lebensmittel ein. Wir kauften Lebensmittel ein. Ich lade dich zur Party ein. Ich lade dich zur Party ein. Ich habe dich zur Party eingeladen. Ich habe dich zur Party eingeladen. Ich lud dich zur Party ein. Ich lud dich zur Party ein. Das Baby schläft schnell ein. Das Baby schläft schnell ein. Das Baby ist schnell eingeschlafen. Das Baby ist schnell eingeschlafen. Das Baby schlief schnell ein. Das Baby schlief schnell ein. Sie richten die Wohnung ein. Sie richten die Wohnung ein. Sie haben die Wohnung eingerichtet. Sie haben die Wohnung eingerichtet. Sie richteten die Wohnung ein. Sie richteten die Wohnung ein. Häufige Verben mit zurück. Ich komme um 8 Uhr zurück. Ich komme um 8 Uhr zurück. Ich bin um 8 Uhr zurückgekommen. Ich bin um 8 Uhr zurückgekommen. Ich kam um 8 Uhr zurück. Ich kam um 8 Uhr zurück. Bitte gib das Buch zurück. Bitte gib das Buch zurück. Ich habe das Buch zurückgegeben. Ich habe das Buch zurückgegeben. Ich gab das Buch zurück. Ich gab das Buch zurück. Wir fahren morgen zurück. Wir fahren morgen zurück. Wir sind gestern zurückgefahren. Wir sind gestern zurückgefahren. Wir fuhren gestern zurück. Wir fuhren gestern zurück.
Ich rufe dich später zurück. Ich rufe dich später zurück. Ich habe dich gestern zurückgerufen. Ich habe dich gestern zurückgerufen. Ich rief dich gestern zurück. Ich rief dich gestern zurück. Sie lassen ihre Sachen zurück. Sie lassen ihre Sachen zurück. Sie haben ihre Sachen zurückgelassen. Sie haben ihre Sachen zurückgelassen. Sie ließen ihre Sachen zurück. Sie ließen ihre Sachen zurück. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt die trennbaren Verben jetzt besser verstanden. Schreibt mir in die Kommentare, welches Thema euch für das nächste Video interessiert. Bis bald und viel Erfolg beim Lernen.